Hallo und herzlich willkommen bei Learn German with Ben. In diesem Video möchte ich mit euch über den Akkusativ sprechen. Am Ende des Videos kennst du nicht nur die Artikel und Personalpronomen im Akkusativ, sondern kannst ihn innerhalb eines Satzes selbst erkennen und bilden. Bevor wir uns den Akkusativ an einigen Beispielen näher ansehen, möchte ich mit euch noch einmal über die Fälle im Deutschen sprechen. Im Deutschen gibt es insgesamt 4 Fälle. Sie heißen Nominativ, Genitiv, Dativ und Akkusativ. Der Akkusativ wird im Deutschen auch Wen- oder Was-Fall genannt, weil du ihn mit den Fragewörtern wen oder was erkennen kannst. Innerhalb eines Satzes bildet der Akkusativ auch immer das direkte Objekt. Was heißt das genau? Nun, der Nominativ bildet immer das Subjekt eines Satzes. Das heißt, das Subjekt erklärt dir, wer oder was etwas macht. Wenn ein Satz nun mehrere Objekte hat, ist der Akkusativ immer das Objekt, welches direkt von der Handlung betroffen ist. Ich habe dir hierfür ein Beispiel vorbereitet. Ich kaufe mit Sarah Blumen. Das Subjekt ist leicht zu erkennen und du kannst es mit der Frage wer oder was kauft mit Sarah Blumen beantworten. Ich. Das Prädikat erklärt dir auch, was ich mache. Ich koche, ich tanze und ich spiele nicht. Nein, ich kaufe. Jetzt haben wir 2 Objekte in diesem Satz. Einmal mit Sarah und einmal Blumen. Welches dieser Objekte steht direkt mit dem Prädikat in Verbindung? Blumen. Ich kaufe Blumen. Eine kleine Nebenbemerkung: mit verlangt immer den Dativ. Warum ist es aber nun wichtig zu wissen, ob ein Personalpronomen, ein Substantiv oder eine Substantivgruppe im Genitiv, Dativ oder Akkusativ steht? Nun, das liegt ganz einfach daran, dass Substantive mit Artikeln, Personalpronomen und gegebenenfalls Adjektive an den Fall angepasst werden. Das heißt, sie verändern sich. Wir sagen, sie werden dekliniert oder gebeugt. So heißt zum Beispiel die erste Person Einzahl im Nominativ ich und im Akkusativ mich. Der Artikel für männliche Substantive heißt im Nominativ der und im Akkusativ den. Und genau das ist der Grund, weshalb du es lernen musst, den Akkusativ zu sehen und mit den einzelnen Personalpronomen und Artikeln anzuwenden. Und wie das genau geht, sehen wir uns jetzt an. Der kleinste Satz besteht im Deutschen aus einem Subjekt und einem Prädikat, wie zum Beispiel mein erster Satz. Annika und Peter spielen. Wer spielt? Annika und Peter. Dir wird auch erklärt, was Annika und Peter machen. Sie spielen. Allerdings haben wir keine Informationen, was sie spielen. Das können wir mit dem Akkusativ ergänzen. Annika und Peter spielen Volleyball. Wir können es in diesem Fall auch noch einmal kontrollieren. Was spielen Annika und Peter? Volleyball. Jetzt gibt es allerdings im Deutschen auch Verben, die ein Objekt benötigen. Und dieses Objekt steht sehr oft im Akkusativ. Auch hier habe ich dir 3 Beispiele vorbereitet. Peter sieht. Wir zeigen und meine Mutter braucht. Das sind alles keine vollständigen
deutschen Sätze. Wir müssen erklären, was Peter sieht. Wir müssen erklären, was wir zeigen. Und wir müssen erklären, was meine Mutter braucht. In unserem Beispiel könnten die vollständigen Sätze so aussehen. Erstens, Peter sieht seine Freundin. Die Frage nach dem Akkusativ heißt, wen sieht Peter? Und die Antwort lautet, seine Freundin. Seine Freundin ist der Akkusativ. Das zweite Beispiel, wir zeigen unser Haus. Die Frage nach dem Akkusativ heißt, was zeigen wir? Die Antwort, unser Haus. Unser Haus ist in diesem Fall der Akkusativ. Der dritte und letzte Satz, meine Mutter braucht einen Termin. Die Frage nach dem Akkusativ heißt hier, was braucht meine Mutter? Die Antwort, einen Termin. Einen Termin ist der Akkusativ. An diesen 3 Beispielen konnte ich euch sehr gut zeigen, was für ein perfektes Deutsch unheimlich wichtig ist. Erstens, lernt Substantive oder Nomen immer mit seinem Begleiter, dem Artikel und perfekterweise in der Mehrzahl. In unseren Beispielen die Freundin, die Freundinnen, das Haus, die Häuser, der Termin, die Termine. Jetzt müsst ihr lernen, ein Subjekt von einem Objekt im Satz zu unterscheiden. Und dafür gehen wir noch einmal zurück zu unseren Beispielen. Im ersten Satz, Peter sieht seine Freundin, ist Peter das Subjekt. Wer sieht seine Freundin? Peter. Seine Freundin das Objekt. Im zweiten Satz ist wir das Subjekt. Erinnere dich, es steht immer im Nominativ und unser Haus, wie wir gesehen haben, das Objekt. Im dritten Satz besteht das Subjekt aus dem Possessivpronomen meine und dem Substantiv Mutter. Meine Mutter. Wenn du das Subjekt von einem Objekt unterscheiden kannst, kannst du die Artikel und Pronomen, also Personalpronomen, Possessivpronomen, jeweils im Nominativ, Akkusativ und später Dativ und Genitiv lernen. Du wirst auch lernen, dass es Präpositionen gibt, bei denen du immer den Akkusativ verwenden musst. Dazu zählen gegen, um, für, ohne und durch. Obwohl das alles sehr kompliziert klingt, werdet ihr den Akkusativ sehr schnell lernen. Das liegt unter anderem daran, dass ihr bei den Artikeln im Vergleich zum Nominativ nur den männlichen neu lernen müsst. Sehen wir uns zuerst einmal die bestimmten Artikel an. Links seht ihr den Nominativ, rechts den Akkusativ. Aus dem Artikel der im Nominativ wird den im Akkusativ. Der jeweils weibliche, sächliche Artikel und der Artikel für die Mehrzahl bleibt gleich. Bei den unbestimmten Artikeln ist es genauso. Aus ein Hund wird einen Hund. Der weibliche und sächliche Artikel bleibt gleich. Eine Katze im Nominativ und eine Katze im Akkusativ. Plus noch kurz die Negativartikel an. Aus kein Hund im Nominativ wird keinen Hund im Akkusativ. Der Rest bleibt gleich. Keine Katze im Nominativ, keine Katze im Akkusativ, kein Auto im Nominativ, kein Auto im Akkusativ, keine Eltern im Nominativ und keine Eltern im Akkusativ. Ich lade euch diese Artikel aber noch einmal in unser Buch hoch.
Ihr findet den Link in der Kanalbeschreibung. Das war es auch schon wieder für heute. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dein Ben.